Hallo, heute soll es im Wochenfazit nochmal um das Thema Quartalreflexion und Planung gehen. Weil ja das Quartal bald zu Ende ist und weil ich jetzt am Samstag gestern auf einem Workshop war, wo es eben um Quartalsreflexion ging. Das Thema war zu reflektieren, was getan wurde, was gelaufen ist, es zu bestätigen bzw. es eben zu optimieren. Und es war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, wie ich finde, wie auch alle bestätigt haben. Und ich möchte euch da kurz etwas mit hineinnehmen. Es ist gar nicht so kompliziert, sondern man muss es wirklich machen. Es ist auch nicht irgendwie ein kleiner Tipp, sondern es ist wirklich was Elementares. Ein Pflock, den man einschlagen sollte. 10 Stunden oder ein halber Tag zumindest, der sich absolut lohnt und den man mit ein paar Anweisungen auch gut durchführen kann, den man natürlich jetzt auch nicht unbedingt so kurzfristig planen sollte, sondern schon mal länger, weil ja sich die Leute auch irgendwie darauf einstellen müssen. Die Struktur war ganz klar. Erstens eine Vorstellung, ein Einblick, was die Abteilungsleiter machen. Das heißt, sie haben berichtet von ihrer Arbeit, was sie tun, wie sie es tun und warum sie es tun. Und auch grob eben, was in den letzten 3 Monaten gelaufen ist. Und das zweite war dann eben zu schauen, was waren die Probleme, sie wirklich aufzuschreiben, hinzuschreiben und in ein Actionboard einzusortieren und gleichzeitig aber auch die Highlights des Quartals zu betrachten. Und dann sind wir übergegangen, das war dann so die letzten 3 Stunden im Prinzip, 2-3 Stunden, wo es dann darum ging, ganz konkret Termine oder die fixen Termine auch zu erkennen und zu verstehen, was so in den nächsten 3 Monaten laufen wird. Auch die Ziele festzulegen, mit Hilfe des Action Boards auch zu schauen, was war denn hier, was müsste man denn anders machen, was müsste denn optimaler laufen, was müsste man denn wirklich anpacken. Und um dann eben zu ganz konkreten Festlegungen zu kommen, auch zu Zuständigkeiten. Ja, das war im Grunde genommen so der grobe Plan, diese 3 Punkte, und genauso haben wir es eben durchgezogen. Was so rauskam danach in einer Reflexion, was ihm besonders wertvoll war, sage ich jetzt auch noch kurz. Es war nicht online, sondern es war ein echtes Treffen, was einfach wesentlich besser ist als online, wenn man sich sieht, wenn man sich auch bilateral dann in den Pausen oder so unterhalten kann und man einfach mitbekommt, wie jemand ist, welche Emotionen er dabei hat. Dann hat dieser erste Punkt eben Einsicht geschaffen, wirklich ein Verständnis für die Probleme des anderen, was sehr wertvoll war, was viele ja gesagt haben, so in der Weise haben sie es noch gar nicht gesehen gehabt. Und das ist eine gute Basis, um danach auch gemeinsam irgendwelche Lösungen zu arbeiten. Man muss sich eben verstehen, man muss eben wissen, wo der Schuh drückt. Dieses Actionboard war auch eine coole Sache dann, wo man die Probleme sammelt und einordnet, was ist denn hier, was hat wirklich Impact, was hat wirklich Auswirkungen und was braucht viel Aufwand, was braucht wenig Aufwand, was ist leicht lösbar und was braucht viel Aufwand. Kriegt man einfach eine schöne Matrix, 4 Quadranten. Das hat sehr geholfen und sozusagen als Quelle auch dann für die Lösungen, die zu erarbeiten sind, gedient. Dann hatten wir 2 Folien an der Wand, eben das Actionboard einerseits und die Highlights des Quartals andererseits. Und es wurde auch als sehr positiv empfunden, einmal
dass man dort die Probleme eben gut sammeln kann. Und bei den Highlights fällt eben auf, dass man vieles vergessen hat, dass dann vieles gar nicht mehr so klar ist, was hier gut gelaufen ist. Dann sind wir hergegangen, haben ganz konkret die 3 Monate durchgearbeitet und geschaut, was da in den einzelnen Wochen abgelaufen ist. Hatten wir 3 A1 Plakate an der Wand, die mit den Wochen unterteilt waren. Und da hat sich einfach ein schöner Rückblick auch ergeben. Genau, und die 2 Plakate haben wir halt, die Highlights und die Probleme haben wir halt parallel geführt und aufgeschrieben. Ja, und dann ging es eben an die Planung. Das war dann der letzte Teil, wo wir zuerst die Kernthemen oder die fixen Termine aufschrieben, um da schon gleich mal einen ersten Abstimmungsprozess zu haben, ob das eigentlich alles klar ist, dass man hier die Termine, dass gewichtige Termine sind, werden dann nochmal alle aufgenordet. Dann war das nächste eben wirklich Lösungen zu arbeiten. Dazu hat einerseits eben dieses Actionboard gedient, wo man eben schauen wollte und irgendwie zum Ansatz kommen musste und wollte, wie gehen wir damit vor und was ist denn die große Vision für das 3. Quartal, was sind die Ziele für das 3. Quartal. Ja, und damit sich wirklich auseinanderzusetzen und auch schon zu konkreten Formulierungen zu kommen für diese Ziele, dann aber auch zu Verantwortlichen, die das dann eben auch voranbringen sollen. Das haben alle als sehr positiv auch empfunden und so waren diese 8 Stunden richtig gut genutzt und haben alle näher zusammengebracht und ein gemeinsames Bild für die Probleme geschaffen. Und ja, ich glaube, es wird ein gutes 3. Quartal und es steht so ganz konkret da. Und ich lege es euch einfach zur Nachahmung ans Herz. In diesem Sinne, alles Gute für die neue Woche und ja, nutzt das auch, macht es unbedingt, nehmt euch Zeit für die Reflexion und dann aber gleich auch für die Planung des Quartals 3. In diesem Sinne, euer Nikolaus Obersteiner, bis bald wieder mal. Tschüss.